Noch frühstücken die Kinder mit den Betreuerinnen und Betreuern im Garten des Kinderheims in Frankfurt-Preungesheim. Doch das wird nicht mehr lange so sein, denn sie müssen raus aus dem Haus, erzählt uns Robert Becker vom Trägerverein Kooperative Erziehungsarbeit, wehmütig mit Blick auf die Kinder. Das ist deren Zuhause, das darf man nicht vergessen. Und wenn man nicht genau weiß, da und da ziehen wir hin, sind die Ängste größer. Da ist natürlich viel Gefühl auch mit hinter. Und natürlich lieben wir es auch hier zu sein mit dem kleinen Garten. Und das Haus hat Atmosphäre und ja, natürlich viel Abschiedsschmerz. Vor 25 Jahren wird das Kinderheim an den 3 Steinen hier gegründet. Doch das Gebäude ist von 1920, muss saniert werden und wurde zudem verkauft. Der neue Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet. Bis nächsten Sommer müssen die Kids und das Betreuerteam etwas Neues finden. Die Immobiliensuche in Frankfurt ist schwierig und drückt im Kinderheim auf die Stimmung. Ja, da kommen viele Gedanken, ne? Also wie kriegen wir die ganzen Sachen mit? Wo ziehen wir hin? Wo wird es sein? Und natürlich auch die Fragen, gibt es überhaupt ein Haus, was uns alle vertragen kann? Ja, gibt es irgendjemanden, der uns eine Immobilie anbietet? Das sind Ängste, natürlich spielen auch eine Rolle, ne? Zurzeit leben in dem Heim 6 Kinder zwischen 7 und 16 Jahren, wobei das älteste demnächst in das betreute Wohnen wechseln wird. Die übrigen Kids haben hier einen normalen und geregelten Alltag. Schule, Hausaufgaben, gemeinsam essen, spielen. Das soll auch weiterhin so bleiben. Aber wo? Von der Stadt fühlt sich der Trägerverein bei der Haussuche alleine gelassen. Also sucht Robert Becker mit seinem Team im Alleingang unermüdlich nach einem neuen Haus, in dem er noch mehr Kindern ein Heim geben möchte. Was natürlich toll wäre, wenn jedes unserer Kinder ein eigenes Zimmer hätte. Wir haben im Moment 7 Plätze, wir können uns auch 9 vorstellen. Und wenn es ein Wohnzimmer gibt, eine Küche gibt, so das, was eine Familie braucht, Badezimmer. Und toll wäre natürlich auch, wenn ein kleiner Garten dabei wäre. 10 bis 12 Zimmer wären super für das neue Heim, weil auch ein Büro und ein Schlafraum für die Pädagoginnen und Pädagogen gebraucht werden. Ein Umzug aus ihrem vertrauten Heim ist für die Kinder ja schon hart genug. Schon deshalb wäre es schön, wenn sie nicht allzu weit wegziehen müssten. Wenn man umzieht, dann verliert man auch ein bisschen was und lernt was Neues kennen. Das ist nicht so schlimm. Für uns wäre wichtig, dass es Frankfurt bleibt, weil das Jugendamt in Frankfurt für uns auch zuständig ist und wir da eine gute Zusammenarbeit haben und die wir auch erhalten wollen. Also Frankfurt wäre wichtig. Alles andere, ja, natürlich würden wir auch gerne in Preungesheim bleiben, aber da sind wir nicht ganz so wählerisch. Falls Hauseigentümer Bedenken haben, an ein Kinderheim zu vermieten, da kann Robert Becker beruhigen. Unsere Kinder sind so wie alle anderen Kinder auch und wir sind gut finanziert. Wir können ganz ortsübliche Mieten bezahlen. Wir sind versichert im Falle des Falles, dass mal was kaputt geht, aber wir sind seit 25 Jahren hier und es steht noch alles. Zwar ist noch ein bisschen Zeit bis nächsten Sommer, aber ein Umzug eines Kinderheims braucht entsprechende Vorbereitung. Dass sie kein Haus finden, wäre für alle ein Worst-Case-Szenario. Wenn wir nichts finden, müssen wir halt Zelte aufbauen oder Wohnwagen mieten oder irgendeine Lösung muss es ja geben. Ich habe heute einen guten Einblick hier in das Kinderheim bekommen. Und was mir wirklich sehr aufgefallen ist, ist der große Zusammenhalt unter den Kindern und zwischen den Kindern und den Betreuerinnen und Betreuern. Alle wünschen sich nichts sehnlicher, als zusammenbleiben zu können und gemeinsam in ein neues Zuhause zu ziehen. Wenn Sie helfen können, dann wenden Sie sich bitte direkt an den Trägerverein Kooperative Erziehungsarbeit. Die Nummer und E-Mail sehen Sie eingeblendet. Die Kinder würden sich freuen.